So, liebe Renate, das war jetzt unser Startsignal. Ich begrüße dich recht herzlich zu unserem kleinen Talk über das Thema Database, CRM, Fachkräfte, wo wir uns ein paar Minuten Zeit genommen haben, mal ein paar Sachen zu besprechen. Wir reden auch im Rahmen der Digital Excellence Group. Das ist eine Kooperation von Fachleuten, die sich dem Thema digitale Transformation widmen und auch als Kooperationspartner jedem Kunden helfen können, mit Spezialisten das Bestmöglichste herauszuholen. Und in dem Kontext haben wir gesagt, komm, lass uns mal über dieses Thema Fachkräfte suchen, Fachkräfte entsprechend Genau. finden, sprechen. Jetzt vielleicht ganz kurz zu dir. HBK ist ja auch schon eine Marke, die schon länger auf dem Markt ist. Kannst du ganz kurz zu dir und euch was sagen? Sehr gerne. Also Renate Hanke, ich bin Gründerin und Mitgesellschafterin der HBK Partner hier in Hamburg. Wir haben das Unternehmen vor 9 Jahren gegründet, damals noch mit einem anderen Setting. Heute sind Ursula Steinmetz und ich die Gesellschafter, Mhm. eine Unternehmens- und Personalberatung, und wir haben uns spezialisiert auf die Themen Sales, Marketing und Customer Service. Und das hauptsächlich für die Branchen, in denen wir beiden, du, Georg, und wir auch schon seit vielen Jahren unterwegs sind, nämlich alles rund um Handel, Versandhandel, alle Services, die man dazu braucht, wie zum Beispiel Marketing-Services, Logistik-Services, Finanzdienstleistungen. Das ist unser Feld, da kennen wir uns aus. Da besetzen wir dann eben diese entsprechenden Fach- und Führungskräfte. Ja, was mir auch Spaß gemacht hat, gebe ich ja ganz offen zu, ist ja auch, dass wir uns immer wieder die Bälle zuspielen, wo du mal sagst, für uns ist vielleicht mal was drin, und neulich haben wir ja mal euch wieder den Ball zuspielen können. Insofern habt ihr da einen schönen Abschluss machen können. Insofern, das ist, glaube ich, das Spannende auch an der DEG, also der Digital Excellence Group, dass wir uns da die Bälle zuspielen und genau mit eurer Expertise perfekt komplementäre Dienstleistungen anbieten können. Und ich selber bin ja auch schon seit 30 Jahren in dem CRM-Markt, wie man es heute nennt. Früher hat man es Database Marketing genannt. Und ich war damals, seit, glaube ich, 1993 bin ich das erste Mal von einem Headhunter oder beziehungsweise von einem Suchenden angesprochen worden. Den Jan Thieme kennst du ja auch noch sehr gut. Und seither habe ich das Gefühl, die Jahre danach, es hat sich nie geändert. Der Markt ist extrem eng an solchen Leuten. Ist es so? Absolut, absolut. Also ich bin ja selber auch vor 30 Jahren in dem Feld gestartet, und zwar exakt in dem Thema, worüber wir heute sprechen, in dem Thema Data Analytics. Mhm. Und zwar damals wurde das sehr eng verstanden von Handel und vor allen Dingen von dem Versandhandel, Kundenstrukturanalysen, Standortanalysen, Themen in der Richtung. Heute ist das ja alles ein bisschen breiter aufgestellt. Und also ich habe damals auch inhaltlich in diesem Thema gearbeitet. Nicht als Statistikerin, aber im Vertrieb, in der Präsentation und in der Beratung der Kunden. Was kann man denn eigentlich Mhm. mit den Erkenntnissen? Also ähnlich wie du. Ja, und deswegen ist ja, also für mich das Thema, warum wir heute auch uns hier unterhalten. Der Markt ist sehr, sehr, sehr schwierig, da die richtigen und passenden Leute zu finden. Und ihr habt ja da, wie gesagt, jetzt erst jüngst für uns, auch für unseren Kunden, jemand gefunden, hattet, glaube ich, 9 Kandidaten. Und wenn du jetzt mal einfach so überlegst, was ist denn derzeit so der Data Analyst, den wir da, glaube ich, besetzt haben? Was ist da so ein typisches Profil? Was wird von den meisten gesucht? Ja, was ich eben schon eingangs sagte, wir beiden haben ja auch schon mal trefflich philosophiert darüber, was ist denn der Unterschied zwischen Data Scientist und Data Analyst. Mhm. Und da habe ich inzwischen mich schlau gemacht, auch noch in diverse andere Bezeichnungen im Umfeld von Data. Wenn man sich die Definitionen anguckt, ist der Unterschied nicht so groß. Es sind Menschen, die Daten sammeln, strukturieren, darauf Analysemodelle aufsetzen, Analysen durchführen, die Erkenntnisse dann wiederum in
verstehbare Reportings und Dashboards umsetzen und vor allen Dingen ihren Kollegen, ihren Vorgesetzten zur Verfügung stehen, um dann das Ganze auch mal zu erklären, was haben wir jetzt für Erkenntnisse daraus gewonnen. Das machen wir beide, aber das Besondere, was wir jetzt beide auch eben sehen beim Data Analyst, warum wir das so genannt haben oder auch der Kunde es so genannt hat, wir kommen ja aus dem adressbezogenen Analyseumfeld, RM-Umfeld. Und der Data Scientist, das haben wir auch im Zuge der Suche sehr gut gelernt, der Data Scientist hat mit Adressen häufig gar nichts zu tun. Das heißt, unser Analyst beginnt in der Regel damit, überhaupt erstmal die Adressen zu strukturieren, beziehungsweise müssen nicht strukturiert werden, dann müssen die typischen Managementaufgaben erfüllt werden. Dublettencheck, richtige Schreibweise, Abgleich gegen einschlägige Datenbanken, damit man diese Adressen überhaupt nutzen kann. So. Die erste Aufgabe, die so ein Data Analyst im Bereich Handel, Versandhandel, wo es also auch Finanzdienstleistungen, wo es Versicherungen, wo es um personenbezogene Analysen geht, zu erledigen hat. Das nächste, was natürlich ansteht, ist, sich Gedanken zu machen, diese Daten, die wir haben aus Vertrieb, aus Marketing, aus Einkauf, Finanzen und so weiter, den kompletten Logistik. Welche Erkenntnisse können wir daraus gewinnen? Das Ziel dahinter ist ja immer, das Geschäft zu optimieren. Ja. Den Also Kunden mehr zu verkaufen. Ja? Mein früherer Chef hat immer mal gesagt, mein Chef hat mal gesagt, Herr Blum, wenn Sie mir 1 Million Umsatz bringen, dann stelle ich gerne nochmal jemanden damit ein, sozusagen. Und das ist genau wie du sagst, also es geht darum, Umsatz zu generieren oder auch Deckungsbeitrag entsprechend herauszuarbeiten. Genau. Das ist damals bei mir der Spaß gewesen und vermutlich auch bei dir, und das ist auch heute die Aufgabe dieser Menschen. Genau. Also das ist im Wesentlichen das Berufsbild, die Aufgaben, die da anstehen. Und deswegen, es sind in der Regel Mathematiker, Statistiker, also Menschen, die ein Studium abgeschlossen haben, die gesucht werden. Das können auch Informatiker sein, es können auch Wirtschaftsinformatiker sein oder BWL mit einer speziellen Ausrichtung. Da gibt es eine vielfältige Grundausbildung, sage ich mal. Und dann entwickeln sich die Leute damit je nach Neigung rein. Ja? Ich hatte früher eine Kollegin, und deswegen, ich glaube, das ist auch ein Ausbildungsfeld, wo ihr bestimmt den einen oder anderen schon gefunden habt, nämlich in den Sozialwissenschaften oder auch in den Agrarwissenschaften. Also wir haben viele Leute kennengelernt, die zum Beispiel an der Uni Hohenheim Agrarwissenschaft studiert haben und meistens dann noch irgendwie eine empirische Studie hingelegt haben, und dann musste man ja ein bisschen Statistik kennen und können. Und mit solchen Expertisen haben wir dann auch den einen oder anderen zum Databaseler oder eben heute zum Data Analysten entsprechend rekrutiert. Also ich glaube, auch solche Berufsausbildungsgänge sind da, glaube ich, eine ganz spannende Möglichkeit, Leute zu finden. Sicher, natürlich. Also wie gesagt, die Vorbildung ist sehr vielfältig. Sehr vielfältig. Und es sind auch, glaube ich, so habe ich auch Scott Brinker in Amerika bei unserer Boston-Konferenz gesprochen. Ich selber denke auch so, es sind Leute, die eher so generalistisch auch denken sollten. Also das sind nicht die klassischen Zahlenknechte, die man vermeintlich dafür erstmal vorsieht, sondern es sind Menschen, die eben mit den Zahlen auch Interpretationen machen können, wie du es vorhin gesagt hast, die Geschäftsführung, den Bereichsleitern so, ich sag mal, nicht zu erklären im Sinne von, was sie besser machen sollen, sondern Transparenz zu bringen und sagen, okay, das ist eine Entscheidungsgrundlage in die Richtung oder das sollte man vielleicht mal testen in der Richtung. Also von daher glaube ich auch ganz kreative Leute. Ist das richtig? Absolut, absolut. Und die müssen auch in der Lage sein und willens sein und Spaß dran haben, sich immer wieder Gedanken zu machen, was können wir denn jetzt aus diesen Datentöpfen, die wir haben, noch rausholen. Ja? Also es ist ja, die klassischen Analysen sind natürlich soziodemografisch. Ja? Was habe ich für Geschlechtshäufung, was habe ich für Altershäufung, aber auch die sogenannten RFI-MR, also diese Kauf-Frequency, Monetary Ratio Analysen. Welcher Kunde hat also wann, wie viel, mit welchem Umsatz gekauft. Das sind ja die klassischen Analysen, die wir bei unseren Kunden
die da nötig sind. Dann kommen die ganzen Marketing-Themen zu. Ja? Die Werbeerfolgskontrollen über die diversen Kanäle. Das ist sehr, sehr wichtig geworden. Also MarTech ist ja eine Riesendisziplin gerade geworden. Es wird ja auch, wir haben ja im Marketing früher, hauptsächlich hat man da an bunte Bilder, sagen wir immer, Text, Genau. an Kommunikation gedacht. Aber heute ist es ja sehr stark und da werden auch viele Analysten gesucht, dieses Pricing-Thema. Ja, das die dynamische Aussteuerung von Online-Ads. Überall fallen dort sehr, sehr viele Daten an. Und heute spricht man ja auch von diesem Big Data-Ansatz. Wir haben uns ja eben gerade in dieser Kundengruppe bewegt. Bei manchen Unternehmen sind es 10.000, bei manchen 100, bei manchen Millionen, ja. Aber das sind ja noch nicht die großen Töpfe. Dann kommen ja noch die ganzen Themen wie Standortanalysen oder auch das Thema Verfügbarkeiten, Warenverfügbarkeiten in der Logistik, in der Produktion. Das ist nochmal ein ganz eigenes Feld. Also da sprichst du ein ganz spannendes Thema an. Ich darf es nicht ganz so laut kommunizieren, weil es noch nach wie vor eine Firma ist, die auf dem Markt existiert, gerade auch deshalb vielleicht auch existiert. Aber wir haben bei einem Handelsunternehmen mit CRM und Sortimentsdaten es geschafft, das Einkaufsvolumen um 20% zu senken, ohne an Umsatz zu verlieren. Also das ist zwar schon ein bisschen her, diese Geschichte, aber wie gesagt, die Firma, die war damals, das war so um das Jahr 2000, 2001 herum, ein Handelsunternehmen hat sich da also wirklich mit meinem Mitarbeiter und wir mit unserem Team konnten wir da echt tolle Sachen machen. Und wie du sagst, RFMR war der Einstieg, aber eben dann in Kombination mit Sortimentsdaten, Category Management, solche Dinge haben da eine tolle Rolle gespielt. Also das ist auch so ein Spielfeld, wo ich sage, da ist viel Potenzial für diese Mitarbeiter, die wir da gerade besprechen. Und wenn da die eine oder der eine da Bock drauf haben, und ich glaube, das ist echt ein weites Feld, wo man richtig beackern kann. Ich hatte vor unserer Telco hatte ich noch einen Termin mit einem Anbieter, der im Social Media Bereich aktiv ist, macht so Digital Ads Steuerung, Social Media Posts, Social Listening. Da entstehen ja auch wahnsinnig viele Daten. Genau. Und auch da ist, glaube ich, jetzt nach wie vor ein Riesenfeld, weil in den allermeisten Fällen wird Klickzahl, wird Posting-Anzahl analysiert, aber man kann da ja auch ganze Menge Conversions analysieren, eben auch diese Lead-Erfolgsquote vorbereiten, wie es dann vielleicht nachher im CM endet. Ich glaube, das ist auch ein wahnsinniges Feld, erstmal die Daten aufzubereiten und dann zu einer Erfolgskennzahl zu bringen. Also 2 Punkte dazu. Es wird sehr viel auch gesucht, der sogenannte Lead Generation Manager. Klar, weil wir alle brauchen Leads, um verkaufen zu können, in welcher Form auch immer, offline, online, ja. Auch die haben in der Regel eine gute Kenntnis von Data Analytics. Die Zahlen dann auch, die brauchen die KPIs, ja, die Key Performance Indicators, um zu sehen, wenn ich jetzt Menschen anspreche, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kunden werden und welche Umsätze verbergen sich dahinter. Das nächste ist ein ganz weites Feld, Georg, im Moment ist Payment und immer Fraud Prevention und Versicherungsausfälle, Zahlungsausfall, Analysen, Bestimmungen, um festzustellen, wenn ich jetzt dem Kunden verkaufe mit einem Kredit, wie wahrscheinlich ist es denn, dass ich mein Geld bekomme? Ja, genau. Auf einen einzelnen Fall in der Regel berechnet, sondern dann gebündelt. Aber rund um Payment, was jetzt im Moment ja gerade, wir wissen es, wieder ein sehr großes Thema ist, weil das Payment ja von Bargeld und Überweisung hin zu Online sich bewegt. Da werden sehr, sehr viele Data Analytics Leute gesucht, gebraucht. Teilweise nennen sie sich dann, wie gesagt, Data Scientists. Ich muss mal gerade gucken, es gibt noch 2 so andere interessante Begriffe, die ich da gelernt habe, aber die ich bislang nicht kannte, der Data Engineer zum Beispiel. Oh ja. Also, Ja, das ist der Data Engineer, das ist sozusagen die europäische Variante von Scott Brinkers Definition. Er hat ja auch so ein paar Sachen für sich aufgestellt.
Insofern sind dann öfters die Leute, die die ganzen Daten aufbereiten und vorbereiten, dass Ganz genau. die ganzen Schnittstellen arbeiten, Ganz definieren. genau. Das ist ja Ganz heutzutage genau. bei der großen Menge an Produkten, die man in der Regel im Einsatz hat, auch ein ganz, ganz wichtiges Feld. Ich wollte noch einen letzten Punkt wollte ich noch ansprechen, bevor wir zum Thema auch, was kosten solche Leute, was dürfen die bekommen? Also mein Bruder sagt ja immer, es ist, was verdient man, also im positiven Sinne, was dürfen die verlangen? Wollte ich noch einen Punkt reinbringen, weil du hast das Payment gebracht. Das Thema Retouren ist ja auch ein ganz wichtiges Ja, Thema. Also wer ist ein danke. potenzieller Returnierer? Wer bestellt 5 Sachen und schickt 4 zurück? Das ist ja auch so ein klassisches Thema im Bereich der Versandhandelsbranche oder überhaupt der E-Commerce-Branche. Also von daher, wir haben es gesehen, wir haben jetzt, glaube ich, 7, 8 Minuten lang über verschiedenste Aktionsfelder gesprochen. Anwendungsfelder gesprochen, ja. Und wir könnten wahrscheinlich aus dieser Stichwortliste könnten wir noch mal eine ganze Stunde reden, was es dann im Detail alles gibt. Also von RFMR über Sortiment, über Category, über Fraud, über Risiko, über Retouren, über Segmentierung. Also es ist ein tolles, ich fand es immer und finde auch heute noch ein tolles Feld. Und deswegen jetzt auch die Frage, sind diese eierlegenden Wollmilchsäue, wie ich es jetzt mal nenne, die so ein bisschen kreativ, ein bisschen analytisch, ein bisschen kommunikativ, ein bisschen prozessual unterwegs sind, was ist da so der Einstiegslohn, den man so bezahlen muss und in welcher Bandbreite liegt der und was sind so die, ich sag mal, 3 bis 4 Jahre Berufserfahrenen, was ist da zu erwarten, was kann da einer anfragen? Ja, also erstmal noch kleines Add-on, also zu dem, was du jetzt gerade genannt hast, was der Mensch können muss, soll er in der Regel auch mal 1 bis 2 Programmiersprachen können, um Queries abfragen, überhaupt selber auch vielleicht mal programmieren zu können. Ja? Ja. Nicht die tiefe Kenntnis, aber doch, ja, und statistische Methoden muss man drauf haben. Also um überhaupt das machen zu können. So, die Einstiegsgehälter, Georg, gehen bei ungefähr 45.000, 50.000 pro Jahr Gehalt, Jahreszielgehalt los. Wie gesagt, wir reden von Menschen, die dann ein Studium mitbringen, ist Master und Bachelor so ein großer Unterschied. Man spricht von 5.000 Euro Jahresstartgehalt. Ja, ja. Es geht dann weiter, nach unserer Erfahrung, mit so 5 bis 10 Jahren Berufserfahrung sind wir dann bei 70.000, 80.000 angekommen. Jetzt ist der große Unterschied, wenn wir im Handel und Versandhandel unterwegs sind, bewegen wir uns ungefähr bei den Gehältern. Gucken wir aber auf die vielen Beratungsunternehmen, also die Dienstleister, die in irgendeiner Form Data Analytics anbieten, ja, die brauchen dann ja auch noch die Consulting-Expertise, noch etwas ausgeprägter als die kommunikative Seite, die der Mensch mitbringen muss. Ja. Ihnen auch noch mal etwas mehr. Also wenn man jetzt, es gibt Data Analysten bei den einschlägigen großen Unternehmensberatungen, die sind dann die ganze Woche unterwegs wie jeder Berater und die liegen durchaus bei 85.000, 90.000. Dann noch mehr Berufserfahrung haben oder auch Führungserfahrung haben, dann sind wir auch schnell über 100.000. Aber die große Masse, schätzen wir, liegt bei etwa 70, 85.000. Und auf der anderen Seite war mir, das fällt mir jetzt gerade so spontan ein, wenn wir gefragt werden, wie viele Leute braucht denn ein Unternehmen? Also ich sage immer meistens an Unternehmen, dass so ein Schritt geht, sich so jemand holt oder jemand ausbildet in der Richtung. Aber jetzt sind wir ja beim Thema holen, zum Beispiel durch euch organisieren. Dann sollte man schon 2 Leute haben, weil wenn mal einer Urlaub hat, ist das Thema, dass man jemand hat, der das Ganze vertreten kann als zusätzliche Person. Und auf der anderen Seite, wenn du jetzt diese Gehaltsniveaus definiert hast, ich sag mal mit Nebenkosten 200.000, 250.000 Euro für 2 Leute, vielleicht ein Senior, ein Junior, das holen die Jungs und Mädels ganz schnell rein, wenn die mal eingearbeitet sind. Und da ist noch viel Luft im Sinne von Umsatz- und Deckungsbeitragsgewinn drin. Da sind wir, glaube ich, uns beide ganz sicher. Also das zeigt die Praxis. Also es lohnt sich auch 2 Personen dafür einzustellen. Ja, die
ich sag mal so, im E-Commerce und Versandhandel, die wir so kennen, also die größeren Anbieter. Ich spreche jetzt nicht von Zalando, ich spreche durchaus auch von mittleren B2B-Anbietern, also die im Büro, in der Büroausstattung oder in der Verpackungsthematik unterwegs sind. Die haben in der Regel auch ein kleines Team. Natürlich gerne zusammen dann diese Menschen im Team mit entsprechenden IT-Spezialisten. Ja? Naja, dann kommen wir zum Schluss, Renate. Also ich denke, wir haben ja gezeigt, welches spannende Tätigkeitsfeld hier vorliegt. Wir haben gezeigt, in welcher Größenordnung da auch entweder aus Sicht der Unternehmung etwas zu bezahlen ist, aus Sicht des Bewerbers natürlich auch zu verdienen ist. Und ich glaube, das ist zu Recht ein ordentliches Niveau. Und wenn ihr jetzt beziehungsweise wenn ein Unternehmen überlegt, sich da schlau zu machen, wie soll es Kontakt zu euch aufnehmen? Welche Fragen stellt ihr, damit sozusagen ihr ein richtig gutes Suchprofil bekommt? Das wäre jetzt so meine Abschlussfrage dann. Also Kontakt aufnehmen ist ganz einfach. hbkpartner.de ist zu finden im Internet. Ist ja auch, wir sind ja auch nicht in der, was wir jetzt gerade beschrieben haben, in dieser Industrie unbekannt. Ja, was wir brauchen, ist natürlich, wir stimmen mit dem suchenden Unternehmen das Profil ganz klar ab. Ich habe es eben schon gesagt. Es ist ganz, ganz wichtig zu wissen, was soll der Mensch tun, in welches Umfeld kommt er rein, welche Voraussetzungen muss er mitbringen. Reichen 3, 5 Jahre Berufserfahrung, muss er wirklich gute Englischkenntnisse mitbringen, vielleicht noch eine weitere Sprache, weil dieses Unternehmen auch noch in anderen Ländern mit Kollegen tätig ist. Ja, muss man immer aufpassen. Dann natürlich diese Themen wie, in welchen Datenbanken muss er sich auskennen? Geht es um ETL-Prozesse, SQL, Tabellen und Navision und was so üblicherweise eingesetzt wird? Das müssen wir alles abklären, um konkret suchen zu können. Da trennt sich das ganze Feld. Ja, die einen sind auf diesen Tools, Software und Anwendungen unterwegs und die anderen sind auf denen unterwegs. Das haben wir jetzt auch gerade kürzlich noch wieder bei der Suche, die du beschrieben hast, gelernt. Also es steht Data Analyst drauf, aber es ist vielleicht ein Data Engineer oder ein Data Naja, aber es ist ja wie bei jedem Briefing. Je präziser das Briefing und je genauer das Briefing ist, umso genauer könnt ihr natürlich suchen in eurem Pool beziehungsweise im Netzwerk. Und umso schneller und erfolgreicher ist die Suche dann letztendlich auch. Ja, genau. Also nochmal zusammengefasst, die Aufgaben, das Umfeld, die Anforderungen, die der Mensch mitbringen muss und natürlich auch das Unternehmen sollte sich Gedanken machen, aber da stehen wir gerne beratend zur Seite. In welchem Gehaltsrahmen darf sich das Ganze, sollte sich das Ganze bewegen? Üblicherweise bekommen wir da immer die sportlicheren Herausforderungen genannt, also sprich, werden uns kleinere Gehälter genannt, als nachher bezahlt werden. Aber das ist völlig legitim. Also ich würde ja einen Dienstleister erstmal losschicken und sagen, guck mal, ob du mich findest. Das ist völlig in Ordnung. Ja, genau. Das ist so ein schönes Schlusswort. Am Anfang sind die Hürden ein bisschen, oder beziehungsweise die Hürde ein bisschen höher, beziehungsweise die Schwelle ein bisschen niedriger. Im Zweifel wird es dann doch ein bisschen teurer, was aber aus meiner Sicht, und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass sich das lohnt, weil dieses Invest in diese Menschen, Data Scientists, Data Analysts oder Engineers oder Martech-Spezialisten, das ist ein Berufsfeld, was noch lange nicht ausgeschöpft ist. Und wie gesagt, du mit deiner Kollegin Ulla Steinmetz, ihr seid ja da Spezialisten für die Recherche. Und ich sage mal, ja. Ich möchte noch eins dazu sagen. Also es sind natürlich nicht nur Ursula und ich hier, wir sind zu 6 und wir haben dann noch ein paar Mitarbeiter, die uns frei unterstützen. Also wir können schon noch ein bisschen höhere Schlagzahl produzieren. Ich weiß ja nicht, lieber Georg, ob es eine Fortsetzung gibt zu anderen Berufsbildern, die jetzt im Moment gesucht werden. Aber wir sind natürlich nicht nur für die Martech-Branche tätig, sondern wie ich schon sagte, also alles, was rund um Vertrieb, Marketing, Customer Service zu besetzen ist an ganz speziellen Fach- und vor allen Dingen Führungspositionen, das ist unser Feld.
Nein, ein schöneres Schlusswort kann man jetzt gar nicht mehr bekommen. Insofern sage ich jetzt mal an heutiger Stelle genau Dankeschön und liebe Renate, und du hast ja schon angedeutet, ich bin mir sicher, wir werden in den nächsten 2-3 Wochen sowohl wir beide als auch ja auch mit Katrin nochmal eine Session machen, wo es um diese Themen geht, fachlicher Seite einerseits, aber wie finde ich die richtigen Leute andererseits, wie bilde ich sie aus, was muss ich da beachten. Das machen wir aber an anderer Stelle. Von daher für heute herzlichen Dank und ich glaube auch nochmal an unsere Zuschauer ein herzliches Dankeschön. Und wenn Sie Fragen haben, wie gesagt, die Renate ist zu finden unter, sagst du es nochmal, Webseite ist? hbkpartner.de. Wunderbar. Also in diesem Sinne. Dankeschön. Kontakt aufnehmen und ich danke dir nochmal und alles Gute und bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.